Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Dieses Mal geht es, wie schon angekündigt, um das Aluminium, nachdem wir ja nun zuletzt die Quecksilber-Serie abgeschlossen haben. Aluminium ist, bleiben Sie dran, gleich gibt es mehr. Aluminium ist ein sogenanntes Leichtmetall und das Bundesamt für Risikobewertung hat eine tolerable wöchentliche Einnahme von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als so gerade noch unbedenklich dargestellt, warnt aber bereits davor, dass eigentlich fast jeder diese Summe überschreitet. Und Erkrankungen, die mit Aluminium in Verbindung stehen, sind durchaus Krebserkrankungen als auch neurodegenerative Erkrankungen. So ist der Morbus Parkinson genauso wie Demenz und die amyotrophe Lateralsklerose ein Thema, das mit Aluminium behaftet ist. Aluminium aus dem Körper wieder rauszubekommen, ist natürlich wie mit Quecksilber über eine Metallausleitung, eine sogenannte Chelattherapie, möglich. Bis vor einigen Jahren galt Aluminium als ungefährlich, weil es scheinbar nicht richtig resorbierbar wäre. Und es ist in der Tat so, wenn wir Kontakt zum Aluminium haben und wollen es im Blut nachweisen, dann hat es eine relativ kurze Auffindbarkeit im Blut. Man könnte fast sagen, alles, was so nach 6 bis 12 Stunden gemessen wird, ist entweder irgendwo ins Gewebe hineingelagert oder bereits wieder ausgeschieden. Trotzdem ist die Halbwertszeit von Aluminium, das sich auch in den Knochen einlagert, bei etwa 27 Jahren zu sehen. Und was für viele Menschen gar nicht so richtig klar ist, es gibt eine Bedeutung, einen neuen Fachbegriff, der nennt sich Metalloöstrogen. Und das leitet sich daher ab, dass diese Metalle in der Lage sind, an den Östrogenrezeptoren der Zellen anzudocken und dort eine Östrogenwirkung auszulösen. Das ist von Pflanzenstoffen auch bekannt, sogenannte Phytoöstrogene gehören zum Beispiel dazu, aber eben wenigen ist es im Zusammenhang der Metalle bekannt. Und dabei sind es gar nicht nur das Aluminium, sondern es gehört auch Antimon, Arsen, Barium, Cadmium, Chrom 2, Kobalt, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Selen, Selenit sogar und Vanadium dazu. Nun ist es ja so, dass einige der aufgezählten Substanzen auch zu den essentiellen Mineralstoffen gehören und wir sie natürlich auch benötigen. Nichtsdestotrotz erkennen wir hieran, wie die Interaktion und der breite Wall oder Schwall, der auf uns zukommt, wenn wir mit vielen kleinen Mengen an toxischen Metallen täglich belastet sind und die im Sinne der Akkumulation, also des sich Anhäufens, dazu beitragen, dass eben Zellfunktionen nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das kann im Bereich der Unfruchtbarkeit sein und das kann natürlich auch mit der Latenz, wie wir es in dem Quecksilber-Video ja in Bezug auf die Motorneuronen gehört haben, sich auch auf Krebszellen auswirken. Es gibt ja Studien, die sich damit beschäftigen, wie viele Metalle findet man in Tumorproben. Wichtig dabei ist es, dass, wenn man das wissen will, die Tumorprobe zunächst eben nicht in Paraffin eingebettet wird, was ja selber auch toxische Metalle enthalten kann, sondern dass das sogenannte unbehandelte Nativgewebe, das darf ruhig vor sich hin faulen, ins Labor gebracht wird, um dort auf die toxischen Metalle untersucht zu werden. Und da sieht man eben ganz häufig im äußeren Quadranten der Brust, klar durch die Antitranspirantien, aluminiumhaltig, der Brustkrebspatienten höhere Aluminiumanteile als in Krebszellen in anderen Brustbereichen. Das sieht man aber genauso auch, wenn man sich mit zum Beispiel dem Magen-Darm-Trakt beschäftigt, wo ja ein Großteil des Aluminiums durchgeleitet wird. Und ich weiß von Fällen, also in der eigenen Dokumentation, wo zum Beispiel 5 Polypen aus dem Magen genommen wurden und die durchaus unterschiedliche Dosierung an Aluminium hatten, aber jeweils weit
über dem des gesunden Gewebes lagen, sodass also hier der Zusammenhang mit einer Polyp ist ja noch kein Krebs, ist ja nur eine Vergrößerung, also einer Entartung oder einer beginnenden Zellveränderung vergesellschaftet ist und dass es sinnvoll ist, hier eine Einflussgröße, die man kennt, zu reduzieren und zu vermeiden. Dann kann man sich das Periodensystem anschauen und dann sieht man, dass das Aluminium zwischen dem Magnesium und dem Silizium eingelagert ist. Und die beiden konkurrieren aufgrund ihrer Bindungskapazitäten, ihres Gewichtes eben auch um das Aluminium und daher ist eine Optimalversorgung mit Silizium und auch mit Magnesium hilfreich. Aluminium ist in der Lage, gebunden an Transferin, was ja eigentlich der Transporteur für Eisen ist und auch für Zink, die Blut-Hirn-Schranke zu überschreiten, sodass also das Transferin sozusagen das trojanische Pferd für das Aluminium ist, um ins Hirn zu kommen und sich dort abzulagern und proentzündlich unterwegs zu sein. Will man es loswerden, gehört es eigentlich zu den sauerstoffaffinen Metallen, im Gegensatz zu Quecksilber, was eher zu den schwefelaffinen gehört. Dennoch sehe ich, wenn ich mit Natriumthiosulfat oder mit DMPS oder DMSA arbeite, erstaunlich auffällige Aluminiumausscheidungen in letzter Zeit. Zugegeben, ich lasse das nicht in 0, nichts reinlaufen, sondern ich strecke die Dosis über ein längeres Zeitfenster, aber die Untersuchungen des Provokationsurins sind doch deutlich auffällig für Aluminium bei einem schwefelaffinen Chelator. Würde man jetzt EDTA nehmen, also Natrium-EDTA oder Magnesium-EDTA, dann hat man den eigentlichen Aluminium-Chelator. Und auch das sollte man pro Gramm Chelator über eine Stunde und nicht schneller anwenden, um eben eine Optimalausleitung bekommen zu können und um das Calcium, was ja durch EDTA auch gegriffen wird, nicht zu sehr zu senken. Das wäre eine unerwünschte Nebenwirkung. Wenn es um die Krebswirkung geht, dann geht man von sogenannten Metallothioninen aus. Das sind cystinabhängige Verbindungen, mit denen der Körper in der Lage ist, sowohl die essentiellen als auch die nicht so gesunden Metalle in den Körper aufzunehmen und auch wieder loszuwerden. Aber wenn man solche Metallosulfate, die am Ende dabei rauskommen, nimmt, dann haben die eine nervengiftige, also neurotoxische Wirkung mit einem Anhäufungs-, also Summationseffekt. Und sie bewirken eine Entzündung, indem sie NF-κB, also einen proentzündlichen Stoff in der Zelle aktivieren, der dazu führt, dass die Zelle quasi nicht stirbt. Also obwohl sie Schäden hat, nicht vom Immunsystem aussortiert wird, sondern sich weiterentwickelt und in Richtung Krebs entarten kann. Und dabei ist gemäß einer Studie von Alexandrov und anderen aus dem Jahr 2018 herausgekommen, dass der Effekt von Aluminiumsulfat höher als der Effekt von Quecksilbersulfat ist. Und die gemeinsame Wirkung von Aluminium und Quecksilbersulfat ist jedoch größer als die Summe der Einzelwirkungen. Also nicht additiv, sondern es ist eine Exponentialfunktion, die hierbei abgeht. Und daher ist es wichtig, dass man sich nicht nur Einzelwerte für toxische Metalle anschaut, sondern sich klar macht, wenn ich viele, auch nur gering über der sogenannten Grundrauschennorm habe, und die ist ja auch nicht ungefährlich, dann habe ich eine deutliche Potenzierung der Negativwirkung und umso mehr müsste ich eigentlich auch davon profitieren, wenn es mir gelingt, diese Summationseffekte, also Kumulationen dieser Metalle zu reduzieren, indem ich die Metalle wieder aus dem Körper ausleite. Es gibt von den Umweltmedizinern eine Anfrage an den Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2013 und da geht es darum, ob es denn, wenn man um all diese Dinge weiß, die ja in Studien hinterlegt sind, ob es denn nicht in der Verantwortung läge, dann auch darauf zu reagieren und sozusagen diese Risiken, deren wir nun alle ausgesetzt sind, in irgendeiner Form zu minimieren. Und da will ich das mal kurz zitieren.
Aus einer Zeitung, Umweltmedizin Gesellschaft 33 aus dem März 2020, und da steht dann auf der Seite 25: Auf eine Anfrage an den Deutschen Bundestag, welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig geplant sind zur Verbesserung der Vorsorge und der Behandlung von Krebserkrankungen, die durch Schwermetalle verursacht werden können, bekam man die Antwort: Die Therapie von Krebserkrankungen erfolgt im Allgemeinen nicht ursachenbezogen, da die Ursachen in den allermeisten Fällen aufgrund der multifaktoriellen Genese ohnehin nicht genau bestimmt werden können, sondern nach der jeweiligen Krebsart und dem Tumorstadium. Ähnliches gilt für die allgemeine Krebsfrüherkennung von Krebserkrankungen. Nun können Sie selber darüber nachdenken, was aus Ihren Krankenkassenbeiträgen gemacht wird und wo sozusagen die Zielführung dessen ist, wofür auch Forschung betrieben wird und was dann letztendlich an Therapie dabei rauskommt. Die präventive Geschichte, die die Krankenkassen ja sowieso nicht bezahlen, mal abgesehen von dem, was unter dem Begriff Vorsorge gemacht wird, obliegt Ihrer Verantwortung. Und die kann nur erfüllt werden, wenn Sie etwas wissen. Ich weiß nichts, macht nichts. Und ich hoffe, dass Sie jetzt angeregt sind, durch das, was Sie heute gehört haben, sich mit dem Thema der toxischen Metalle zu beschäftigen und zu schauen, wo Sie den Eintrag dieser Metalle reduzieren können. Also keine Alufolie, möglichst keine Pulver, die mit Aluminium als Streuhilfe versehen sind, möglichst kein Dosenfutter, gucken, dass es auch in Zahnpasta oder in Kosmetika nicht vorkommt, dass Sie keinen Grüntee, Matcha-Tee, schwarzen Tee nehmen, die besonders mit Aluminium belastet sein können. Im Zweifel, wenn Sie eine Charge haben, kann man ja auch die mal für 20, 30, 40 Euro analysieren lassen. Wenn Sie immer zum gleichen Teehändler gehen, können Sie ja mit Ihren Nachbarn, jeder schmeißt einen Zehner in den Hut, das mal mit so einer Charge machen oder auch mit Ihrem Teelieferanten zusammen. Und dann kann man sagen, ja, ich habe hier eine Charge, die ist wirklich frei davon, denn grüner Tee hat ja zum Beispiel auch gesunde Polyphenole und warum soll man unbedingt auf grünen Tee verzichten? Wäre ja dumm. Aber wenn er mich mit Aluminium belastet, wenn ich Laugengebäck esse, was auf Aluminiumblechen gebacken wird und so weiter, schauen Sie mal auf die Seiten des Bundesamts für Risikobewertung. Die haben sehr, sehr viele PDF-Dateien mit Hinweisen, Aufklärung, wo Aluminium drin ist. Und dann haben Sie schon eine ganze Menge getan, um den Eintrag, den täglichen, zu reduzieren. Viel Spaß bei der Recherche und mal sehen, über was wir als nächstes sprechen. Bis dann.